In fact, some of the information is so overpowering and so overwhelming that many people today are not prepared to deal with it. Diese Informationen, wer wir in Wirklichkeit sind teilweise dermaßen überwältigend, dass viele Leute das nicht konfrontieren können. Die können sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen. It has become evident that denial is one of the most favorite pastimes that we practice as the human race today. Und ganz offensichtlich ist die Verleugnung der Realität einer unserer größten Zeitvertreibe oder vieler unserer Zeitgenossen heutzutage. Verleugnung, Verdrängung. The moment we start looking at the origins of humankind and trying to understand who we are, we realize that history is far more exciting and interesting than most of us could possibly imagine. Und wenn wir uns wahrheitsvoll und ernsthaft mit den Ursprüngen der Menschheit beschäftigen, dann erfahren wir wirklich total aufregende Sachen und bekommen endlich mal einen echten Zugang zur Menschheitsgeschichte. Much, much, much more interesting than most of us could imagine. Also viel, viel interessanter ist unsere Geschichte, als wir es uns auch nur vorstellen können. In fact, whatever your mind can conceive, multiply that by infinity, and then we'll be getting closer to the true history of this planet. Was ihr euch auch nur vorstellen könnt, über unsere wahre Geschichte, multipliziert das mit dem Unendlichen und dann nähert ihr euch langsam der Wahrheit und der Geschichte auch unseres Planeten, nicht nur unserer menschlichen Rasse. And what I'm going to share with you today is just really a fraction, scratching the surface of some of the events of our past that affect our humanity today. Und was ich euch heute zeige, ist wirklich nur ein kleines Ankratzen der Oberfläche, was die Geschichte der Menschheit und der Erde betrifft. One of the exciting things that suggests that we have this incredible history, this exciting history that I suggest, is this giant footprint that is very close to my house. Hier haben wir so ein ganz provokantes Ding. Das ist ein Fußabdruck eines Giganten, der ist 1,20 Meter hoch und der ist in der Nähe von seinem Haus, dort wo er wohnt in Südafrika. The problem with this is that this footprint is in granite. Das Problem bei der Sache ist, dass dieser Fußabdruck sich im Granit befindet. And that should not happen, and yet there it is. Das ist eigentlich gar nicht möglich. Hier kommt ein Fußabdruck in Granit hinein, aber er ist da. So it also points us to the direction that we know nothing about the geology of this planet. Und das deutet darauf hin, dass wir überhaupt nichts über die Geologie dieses Planeten wissen. And what's exciting about this foot is about, well, as you can see. But it suggests that the being that made it would have been about 7,5 meters tall. Also die Größe des Fußabdrucks lässt auf die Körpergröße von 7,5 Metern schließen. And that is really exciting because meine Freund Klaus Donner found the remains of a giant that would have been about 7,5 meters tall in Ecuador. Und in Ecuador hat Klaus Donner, dort auf dem Bild links zu sehen, mit dem er auch befreundet ist, hat er Knochenreste gefunden von einem solchen Giganten in Ecuador. Das passt also zusammen. And in the workshop and the longer presentations I go into a lot more detail about giants in human history. Und in seinen Workshops geht er viel detaillierter dann auf diese Giganten in Bezug auf die menschliche Geschichte ein. The other interesting thing that you figure out when you start looking at the ancient human history is that the ancient stones and the ancient structures left behind are much older than most of us could imagine. Noch etwas sehr Faszinierendes sind diese Megalithe, diese uralten Steinstrukturen, jeder von uns kennt ja Stonehenge, und die sind wesentlich älter, als wir uns das auch nur vorstellen können. And I believe that Stonehenge is much more than 1 million years old. Ich glaube, Stonehenge ist weit über 1 Million Jahre alt. And I don't only believe it, I'll show you very simple scientific evidence that it's much more than 1 million years old. Und er glaubt das nicht nur, er zeigt uns auch einen wissenschaftlichen Beweis, dass diese Anlage über 1 Million Jahre alt sein muss. Because we visit these sites and we look at the thing and we marvel at it and go, wow, that's amazing. But we don't look at the facts, we don't look around us at the telltale signs that scream at us, give us information. We don't look at that because we're so overwhelmed by the sites themselves. Und wenn wir selber solche Anlagen besuchen, sind